Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und ich zeige euch heute, wie man eine Passwortvalidierung im Bubble erstellen kann. Wir legen gleich mal los mit dem Design. Ich möchte es euch gerne Schritt für Schritt zeigen, habe es aber etwas beschleunigt. Wenn euch das zu langweilig ist, springt einfach in das nächste Kapitel. Wir gehen jetzt einmal auf Preview und ihr seht, wir haben ein sehr gutes Design. Die nächste Aufgabe ist jetzt, dass wir das Ganze dynamisch machen können und damit auch die unterschiedlichen Funktionen da sind. Wir fangen an mit der Passwortstärke. Dafür geht ihr auf Passwortstärke und geht in die Conditional rein und gehen direkt in wenn Input, also der vom Passwort Strength ist kleiner gleich 30 und, was wichtig ist, Inputs Value ist nicht leer. Das heißt, wenn ihr nur kleiner 30 habt, dann ist es schon, dann steht da Passwortstärke, auch wenn der Input leer ist. Das heißt, ihr wollt nur, wenn jemand überhaupt irgendwas ausgefüllt hat. Wir gehen jetzt auf Text und fügen hier unsere Bedingungen hinzu. Gehen auf Schwach und ihr könnt in den Rich Text Editor gehen, wählt das aus, wir wählen hier mal Farbe aus, grün, und ändern aber diese Farbe in unseren Farbton vom Design. Anschließend machen wir die nächste Bedingung, größer 30 und kleiner 70. Kopieren das, haben jetzt Mittel und ändern auch die Farbe. Und gehen jetzt auf die letzte Bedingung.
Hier noch einmal. Das Passwort-Strength vom Bubble gibt euch einen Zahlenwert von 0 bis 100, je nachdem wie stark euer Passwort ist, und wir haben jetzt eben die Bedingungen. Wir schauen uns das einmal im Preview an. Wir sehen jetzt schwach, mittel und dann wird es stark. Und so geht das Ganze auch wieder zurück. Das heißt, wir haben jetzt als erstes schon mal für unseren User die Möglichkeit, dass er ein Feedback bekommt, je nachdem, ob sein Passwort stark oder schwach ist. Und wir haben, wie gesagt, von Input Value den Zahlenwert zwischen 0 und 100. Als nächstes wollen wir jetzt das, was ihr auch von anderen Seiten kennt, nämlich das Anzeigen. Also, wenn ich auf Anzeigen klicke, wird mir das Passwort angezeigt, und wenn ich wieder wegklicke, dann nicht. Wollen wir jetzt den Bubble nachbauen. Dafür brauchen wir als erstes ein Plugin. Es gibt das kostenlose Plugin von ZeroCode, Reveal und Hide Password. Wir installieren das. Wenn ihr jetzt in eure Visual Elements geht, habt ihr hier das Element Reveal. Wir ziehen das einfach rein. Es ist egal wo, weil dieses Reveal immer im Hintergrund bleiben wird. Als nächstes gehen wir in die Settings und müssen die HTML-IDs freischalten. Ihr habt unter General Appearance expose the option to add an ID attribute to HTML-Elemente. Das wählt ihr aus und anschließend geht ihr auf euer Input-Element und gebt dem ein ID-Attribute. Ich nenne das Ganze einmal Passwort. Anschließend müssen wir ein State setzen. Ihr geht hierfür in das Input-Feld, Add a new Custom State und fragen, ob das Passwort sichtbar ist. Das ist ein Boolean Yes, No. Und der Default Value ist Nein. Im Default ist das Passwort nicht sichtbar. Anschließend klicken wir auf das Textfeld Anzeigen, fügen dem Ganzen noch ein weißes Element hinzu, einen weißen Hintergrund, damit man das immer sieht, und bringen das ganz nach vorne. Wir gehen auf Start Edit Workflow und in Element Actions seht ihr Toggle a Reveal. Das ist genau dieses Plugin und fügt hier die ID ein von dem Inputfeld. Anschließend müssen wir den State noch setzen. Wir nehmen das Input, Custom State Passwort sichtbar, und sagen jetzt Ja. Dies ist nun, wir nehmen die Farbe Rot, das heißt, nur wenn Input State Passwort sichtbar ist Nein, dann führen wir diesen Workflow aus. Also nur wenn der Nein ist, dann zeigen wir das Ganze und machen den Input State auf Ja. Diesen Workflow kopieren wir einmal, fügen ihn hinzu, machen das Ganze einmal grün, um uns besser auszukennen, sagen jetzt Ja. Und bei Ja wird, also es ist sichtbar, und dann wird er wieder unsichtbar. Der letzte Punkt ist nun, dass wir dem Textelement ein Conditional geben und sagen, wenn der Input State Passwort sichtbar Ja ist, also es ist sichtbar, dann schreiben wir im Text verbergen als Button, und wenn Nein, dann ist es so wie jetzt im Default, dann schreiben wir anzeigen. Wir probieren jetzt das Ganze einmal aus. Zeigen das Ganze an. Wir können hier auch weiter tippen, verbergen wieder und können auch wieder Sachen löschen. Somit habt ihr jetzt einmal gesehen, wie wir das Passwort anzeigen und verbergen können. Der nächste Schritt ist nun, wie können wir diese Passwörter auch validieren, beziehungsweise wie können wir dem Nutzer helfen, bessere Passwörter zu erstellen und festzulegen, um dadurch eine sicherere User Experience für den Nutzer zu haben. Und dafür haben wir diese 4 Felder. Wir gehen zurück in Bubble
und gehen einmal in den mindestens 8 Zeichen und legen ein Conditional fest. Wenn Inputs Value Number of Characters ist größer gleich 8, ändern wir die Font Color auf dieses Grün. Wir kopieren das Conditional Formatting und fügen es hier rein. Ihr seht, die Icon Color wollen wir jetzt die gleichen Grünton geben. Wir probieren das jetzt einmal aus. Und ihr seht mit etwas Verzögerung, dass unser Inputfeld bei 8 Charakteren in grün geht und wenn wir 7 haben, ist es wieder grau. Der nächste Punkt ist nun, dass wir Großbuchstaben haben. Dafür legen wir jetzt die Bedingung fest. Ihr geht hier auf Extract mit regex. Regex steht für Regular Expressions. Hierfür gibt es Regex Patterns. Und Regex ist eine Sache beim Programmieren, die wird sehr oft benutzt, gerade in Data Science, um Formate zu extrahieren und die könnt ihr auch im Bubble verwenden. Das ist jetzt ein sehr großes Thema Regex, aber ich will euch einmal zeigen, wie man da vorgeht. Dafür gehen wir auf regexer.com und das wirkt jetzt sehr kompliziert, aber es ist eine der besten Seiten, um sich mit Regex einmal auszukennen. Das heißt, ihr habt hier ein Cheat Sheet und wir können mal zum Beispiel hier das reinkopieren und hier oben auch. Und ihr seht, jetzt werden nur Nummern angezeigt. Wenn ich jetzt hier unten zum Beispiel eine 2 hinzufüge oder hier eine 5, oder hier eine 5, dann werden nur diese Nummern hier rausgesucht. Oder ihr sagt, ich will nur die Charaktere zwischen A und G oder zwischen A und B. Und dann seht ihr, wir haben nur die hochgeleuchtet. Wir nutzen das jetzt einmal und wollen ja jetzt nur die Großbuchstaben. Und ihr seht, wir haben jetzt mit diesem Command nur die Großbuchstaben. Wir kopieren das Ganze, packen es im Bubble und jetzt brauchen wir den Count davon und der muss größer 0 sein. Das heißt, wir extracten den Value mit regex von allen Großbuchstaben. Das Ergebnis davon, die Zahl, muss größer 0 sein. Dann haben wir mindestens einen Großbuchstaben. Font Color. Wieder das gleiche Grün. Gleichzeitig kopieren wir die Condition, fügen sie hier ein, aber die Icon Color auch dieses Grün. Wir gehen jetzt einmal in den Test. Ihr seht, wir haben die 8 Zeichen, aber wir haben keinen Großbuchstaben. Und jetzt haben wir mit etwas Verzögerung auch diesen Großbuchstaben. Wenn wir ihn wegmachen, wieder nicht. Das nächste ist jetzt die Zahl. Wir kopieren das Condition, fügen es hinzu und auch hier kopieren wir die Condition, fügen es hinzu. Das Einzige, was wir ändern müssen, ist das Regex Pattern. Dafür gehen wir in das Cheat Sheet und sehen hier dieses D und fügen noch das Plus hinzu, um dann eben eine Zahl haben, mindestens 1. Kopieren das Ganze, haben auch hier wieder den Count größer 0 und fügen das auch hier in den Regex ein für das Icon. Wir kopieren wiederum die Condition und haben jetzt noch die Sonderzeichen. Das ist ein bisschen komplizierterer Regex-Pattern. Wir sagen nicht A bis Z, nicht 0 bis 9, also Großbuchstaben A bis Z und nicht A bis Z klein. Wir haben jetzt aktuell gar keine und sehen, sobald wir Sonderzeichen hinzufügen, haben wir diese.
Ihr kopiert dieses Pattern, geht zurück im Bubble und fügt das Ganze hinzu. Und wir testen jetzt einmal noch, ob das Ganze auch funktioniert. Und wir sehen, wunderbar, sobald wir weg sind, eines haben, angezeigt. Das gleiche bei den Zahlen und auch bei den Großbuchstaben. Und so seht ihr diese Validierung. Was ihr aber gemerkt habt, ist, dass es nicht instant ist und auch dafür gibt es eine Lösung, dass das sofort validiert wird und das ist ein weiteres Plugin. Wir gehen auf Plugins, fügen ein Plugin hinzu. Instant Text von AirDev ist auch kostenlos. Wir fügen das hinzu. Wir gehen in den Design-Tab, haben hier das Live-Text, auch einfach hinzufügen und haben hier das Element Live-Text A. Ich nenne das einfach Live-Text. Und ihr seht hier wieder Element ID. Wir haben ja unser Inputfeld schon vorhin Passwort als ID-Attribut gemacht. Ihr wählt das aus. Und jetzt ist dieses Inputfeld immer live, aber ihr müsst natürlich jetzt auch hier anpassen. Statt den Inputs Value macht ihr den Live-Text Value und müsst dann eben auch diese Patterns hinzufügen. Hier die Expression, Live-Text Number of Charaktere 8. Auch hier jetzt mit regex etwas aufpassen. Wir kopieren erst diese regex-Formel, damit die nicht verloren geht. Davon den Count größer 0. Kopiert das. Und auch hier, wir kopieren dann erst einmal rein. Dann nehmen wir von drüben den regex-Pattern. Kopiert die Formel. Kopiert einmal das regex-Pattern. Und wir testen das Ganze nochmal mit dem Live-Plugin. Und ihr seht, jetzt ist das Ganze instant und somit viel besser für euren User zu erkennen. Als letztes wollen wir noch, dass der Button nur klickbar ist, wenn auch das Passwort unseren Anforderungen entspricht. Und dafür gehen wir im Bubble und machen als erstes ein Alert-Window, um überhaupt zu schauen, ob das Ganze funktioniert. Passwort ist ausreichend. Und diesen Alert zeigen wir an, quasi um diesen Workflow einmal zu simulieren. Normalerweise wäre das jetzt Sign Up mit dem Passwort und das zu validieren, aber gerade für unser Beispiel ist es nur, ab wann man das eben den Button weiter klicken kann. Ihr seht, wenn wir jetzt draufklicken, funktioniert das sofort, auch wenn das Passwort empty ist. Wir sagen jetzt, der Button ist grundsätzlich nicht klickbar. Wir gehen auf Preview und ihr seht jetzt, wir können den Button nicht klicken. Danach stellen wir einen Custom State und fragen, ob das Passwort ausreichend ist. Der Default Value ist Nein. Im Conditional sagen wir, wenn Passwort ausreichend ist Nein, dann ist das Element nicht klickbar. Und wenn Passwort ausreichend Ja ist, dann ist das Element klickbar. Also nicht klickbar ist offen, ist nicht ausgewählt. Jetzt gehen wir in den Workflow und sagen, wenn eine Bedingung wahr ist, immer, nämlich wenn Live-Text Value Number of Characters größer gleich 8, wenn das der Fall ist, und das ist unser grüner Punkt, setzen wir den State von unserem Button, nämlich Passwort ausreichend, auf Ja. Wir kopieren das einmal und sagen rot, wenn kleiner 8, dann setzen wir ihn auf Nein. Hier könnt ihr natürlich auch weitere Bedingungen anlegen, wie zum Beispiel mindestens ein Großbuchstabe oder ein Sonderzeichen. Wir gehen jetzt auf Preview.
Steht, der Button ist nicht aktiviert. Wir haben jetzt 8 Zeichen und der Button ist möglich zu nutzen. Wenn wir 7 haben, geht er nicht. Somit könnt ihr eben wunderbar eine Validierung machen und dadurch euren Nutzern nur erlauben, sichere Passwörter festzulegen. In diesem Zusammenhang möchte ich euch auch noch eine Funktion zeigen von Bubble, die auch Passwort Policies erlaubt. Ihr geht nämlich auf Settings und Privacy und Security und hier könnt ihr Definer Password Policy anlegen. Ihr müsst das auswählen und seht nun, dass auch Bubble euch direkt diese Passwort Policies gibt, wie zum Beispiel eine Minimum Length von 5 oder dass mindestens eine Zahl dabei sein muss oder ein Großbuchstabe oder ein Sonderzeichen. Ich mache mal Minimum 5 und eine Nummer. Hierzu gibt es ein paar Sachen zu beachten und die möchte ich euch zeigen. Wir gehen in Design Tab, wählen das Input Field und ihr habt jetzt hier Check the Password while typing. Der Grund hierfür ist, diese Validierung, ob die Password Policy richtig ist, passiert nur im Backend. Das heißt, nur wenn ihr den Workflow habt, erstelle einen neuen Nutzer oder sign the User ab und nehmt das Passwort nur dann. Wenn ihr aber Passwort-Typing macht, wird das auch im Frontend aktiviert. Und das möchte ich euch einmal zeigen. Wir fügen einfach ein Textfeld hinzu, beispielhaft, und nehmt Input. Und dann ist die Frage, is valid oder is not valid. Ich mache hier Formatieren als Text, um es besser darzustellen. Und hier gibt es noch eine zweite Sache, nämlich wenn ihr gar nichts eingebt bei Bubble, dann ist es auch nicht valid oder nicht valid, sondern ihr müsst auch noch hinzufügen, Input value is not empty. Und auch das einmal als Text. Wir machen hier noch ein Leerzeichen rein, um das besser darzustellen. In unserer Policy haben wir festgelegt, Minimum 5 Buchstaben und eine Zahl. Wir gehen einmal auf Preview. Und wir sehen jetzt hier, wir haben nichts eingegeben. Es wurde noch kein Passwort eingegeben. Aber yes, das Passwort ist valide. Also hier genau müsst ihr eben eine Und-Formel haben, wenn ihr das validieren wollt. Es wurde etwas eingegeben, wir haben aber keine Zahl und sobald wir auch eine Zahl haben, geht das Ganze. Dann habt ihr zweimal Ja. Wenn ihr nur vom Bubble diesen Input wollt, dann müsst ihr einfach in dem Workflow statt eben jetzt Value Number of Characters, müsstet ihr jetzt genau die Formel eingeben, wie hier, dass eben Inputs valid ist Ja und es ist nicht empty. Ich gehe noch einmal auf Preview. Ich finde es faszinierend, wie einfach man selbst komplexe Passwortvalidierungen im Bubble erstellen kann und somit seine Seite für die Nutzer viel sicherer machen kann, aber gleichzeitig auch eine tolle User Experience schaffen kann. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.